Solltest du dieses Video zum 2., 3., 4., 5., 20. Mal sehen, dann machst du es genau richtig, denn dieses Video ist eine Routine, die du jeden Tag oder mehrfach am Tag sogar machen kannst. Und wenn du unten in der Beschreibung auf den Link klickst, kommst du jetzt direkt zur Routine. Für alle anderen, die das Video zum allerersten Mal sehen, moin und Servus, verehrte Freiläufer. Heute gibt es tatsächlich eine 7-Minuten-Routine, die du in Echtzeit mit mir zusammen machen kannst. Ich erkläre in dieser Routine jetzt nicht mehr groß, wofür die einzelnen Übungen sind. Wenn dich das interessiert und du noch so keine Idee hast, worum es hier eigentlich geht, dann schau einfach mal in meinem Channel so durch. Dann wirst du, glaube ich, eine ganz gute Idee davon bekommen, wie für mich gute, gesunde, starke Füße aussehen. Und darum geht es auch in dieser Routine, die Fußmuskulatur und den großen Zeh insbesondere zu stärken. Und diese Routine kannst du mehrfach am Tag machen. Es ist keine große Belastung und das Wiederholen ist eigentlich der Kern dieser Routine, immer mal wieder zwischendurch das zu machen. Das war jetzt auch kein richtig guter Satz, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an mit der Routine. Ich starte auch mal hier meinen Timer, damit ich auch wirklich weiß, dass es nur 7 Minuten sind. Harter Untergrund macht Sinn, ansonsten brauchst du halt wirklich nichts. 7 Minuten Routine für starke Füße. Du machst einen kleinen Ausfallschritt und setzt den rechten Fuß nach hinten mit den Zehen vorne auf den Boden auf, Spann guckt nach vorne und schiebst das Becken in gerader Position nach vorne, sodass ein Stretch auf die vordere Kette und vor allem auch vorne auf den Fuß, auf den Spann kommt. Das halten wir noch ein paar Sekunden. Wunderbar. Das Ganze andersrum. Linke Seite, Becken schiebt nach vorne, Stretch auf der vorderen Fußkette, Sprunggelenk, vorne da, so die Ecke, da soll es hin. Kurz noch halten. Wunderbar. Jetzt dehnen wir den Fuß oder beide Füße gleichzeitig auf der anderen Seite. Dafür stellst du dich mit beiden Füßen gut auf den Boden, gleich verteilt ist der Druck. Du machst dich fest im Chorbereich. Gesäß ist fest, nicht zu sehr angespannt, nur fest. Und du lehnst dich wie ein Skiflieger aus dem Sprunggelenk leicht nach vorne, sodass du die Spannung noch gut halten kannst. Wer sich mit den Gecko-Zehen beschäftigt hat, der kann auch da die kleinen Zehen jetzt in die Gecko-Stellung schon bringen. Schöner Stretch auf der Wade, Sprunggelenk, Achillessehne und der Plantarsehne unterm Fuß. Und wieder locker lassen. Einmal ganz kurz ausschlagen. Dann stellst du dich auf die Außenkanten der Füße und verlagerst das Gewicht einmal nach links, sodass wirklich kaum noch Belastung auf dem rechten Fuß ist. Richtig schön belasten den linken Fuß. Die Zehen sind einigermaßen entspannt. Und einmal auf die rechte Seite. Becken ist dabei möglichst gerade, Oberkörper ist gerade. Die Last vom linken Fuß ist fast raus. Okay, und wieder gerade hinstellen. Beide Füße nebeneinander, schulterbreit. Und du ziehst die großen Zehen hoch, die kleinen Zehen bleiben unten liegen. Der Rückfuß dabei ist stabil, also wackel damit nicht hinten rum, sondern guck, dass die Ferse und der Rückfuß, das Sprunggelenk unten stabil bleiben. Und du ziehst die großen Zehen so hoch wie irgendwie möglich. Wenn die kleinen Zehen am Anfang mitkommen, ist okay. Und die Position halten. Der Ballen und das Großzehengrundgelenk, die haben vollen Bodenkontakt, die heben nicht vom Boden ab. Und das Ganze andersrum, große Zeh bleibt auf dem Boden und die kleinen Zehen heben ab. Dafür kannst du dir auch die Zehen einmal kurz nochmal aufspannen, dass sie möglichst gerade stehen, damit die Belastung auch wirklich schön gerade kommt. Und auch darauf achten, dass du nicht nach innen kollabierst mit dem Fuß. Und die Position halten wir auch noch mal kurz. Geht immer darum, das statisch zu halten, nicht mit den Zehen hin und her wackeln. Und das Ganze nochmal, einmal kurz ausschlagen. Großzeh nach oben, so hoch wie du kommst und an der höchsten Position halten. Und jetzt kommt noch eine Spezialübung dazu. Du legst jetzt den großen Zeh ganz, ganz langsam, also beide großen Zehen, in Zeitlupe, wirklich ganz, ganz langsam auf den Boden ab. Ganz langsame Bewegung,
Mach ruhig das Tempo, so wie ich das jetzt auch mache, mit mir mit. Jetzt bekomme ich Bodenkontakt mit den großen Zehen. Kurz die Spannung halten in den Füßen. Okay, und lockern. Kurz ausschlagen. Und nochmal die andere Richtung. Große Zehen wieder gerade hinstellen. Aufdehnen und kleinen Zehen abheben. Ballen und insbesondere das Großzehengrundgelenk haben Bodenkontakt. Es gehen nur die kleinen Zehen nach oben. Rückfuß ist hinten stabil. Wunderbar. Kurz ausschlagen. Wir bleiben im Zweibeinstand, hüftbreit. Du stellst hier die großen Zehen wieder gerade hin. Kannst du auch mit den Fingern machen, dass sie wirklich in der Verlängerung des Mittelfußknochen 1 stehen. Und jetzt gehen wir in den Ballenstand. Du hebst die Fersen leicht ab und relativ hoch, nicht übertreiben, aber auch nicht zu weit unten bleiben. Und jetzt gehst du relativ schnell hoch und langsam wieder runter. Das machen wir jetzt 3-4 Mal. Also schnell hoch und langsam runter. So kontrolliert wie irgendwie möglich. Und wieder ablegen. Und ein letztes Mal hoch, kurz halten oben und langsam und kontrolliert den Fuß ablegen. Und das Ganze machen wir jetzt im Einbeinstand oder auf einer Seite. Dafür machst du einen leichten Ausfallschritt und verlagerst dein Körpergewicht voll auf den linken Fuß, großen Zeh wieder gerade hinstellen. Und jetzt geht es wirklich nur darum, dass der rechte Fuß kurz stützt. Also da ist keine Belastung drauf, der stützt nur. Belastung ist auf dem linken Fuß, gehst du hoch mit der Ferse und langsam wieder runter. Schnell hoch und langsam kontrolliert runter. Hüfte, Oberkörper ist gerade, du kannst auch die Arme hängen lassen, locker lassen und langsam runter. Das war das 3. Mal. Andere Seite. Belastung auf den rechten Fuß. Der linke Fuß stützt. Hoch und langsam kontrolliert runter. Achte auf den großen Zeh, dass der gerade steht, möglichst gerade. Schnell hoch und langsam runter. Und das letzte Mal. Schnell hoch und langsam kontrolliert runter. Füße ausschlagen und zum Schluss gehen wir noch jeweils 20 Sekunden in den Einbeinstand. Zieh dir die großen Zehen wieder gerade, kannst du auch so mit den Zehen machen, mit dem anderen Zeh. Becken ist dabei gerade, Oberkörper ist gerade. Okay. Einfach den Fuß machen lassen, die Füße machen lassen, die Zuckungen wahrnehmen, gucken, dass wirklich nur der Fuß arbeitet und hier oben sonst nichts in Aktion ist. Einfach die Arme hängen lassen, andere Seite. Großen Zeh schön gerade ziehen und den Fuß machen lassen. Noch 5 Sekunden. 2, 1. Ausschlagen die Füße. Das war's schon. Du kannst die Routine direkt nochmal machen, wenn du das Gefühl hast, ich brauche noch ein bisschen. Dann mach's direkt nochmal. Kannst aber auch heute Abend, morgen früh, wann auch immer das für dich taugt. Übertreib's natürlich nicht, wie bei allem, aber das kann man schon gut regelmäßig machen. Die Belastung ist relativ gering. Wir sehen uns bei der nächsten Einheit dieser Routine, hoffentlich wieder. Macht's gut bis dahin, lauft frei. Ihr dürft natürlich gerne auch den Kanal abonnieren, müsst ihr aber nicht, denn ihr seid ja freie Menschen, genauso wie ihr freie Läufer seid. Also bis dahin, ciao, euer Emanuel. Hier gibt es auch noch schöne Sachen, wenn ihr die Routine nicht machen wollt. Da kann man sich ganz gut informieren über Füße und Lauftechnik und so.